Ja, hallo, herzlich willkommen hier bei Goldkorn und in der Markthalle 8 bei unserem Popcorn-Shop. Kommt einfach vorbei und probiert euch einfach mal durch. Ja, durch meinen USA-Aufenthalt 2010 habe ich das Popcorn kennengelernt und lieben gelernt. Ich selber mochte vorher nie Popcorn, habe mir auch niemals Popcorn im Kino gekauft oder selber zu Hause gemacht. Als ich dann wieder zu Hause war, weil ich das Popcorn so klasse fand, habe ich es dann jeden zweiten, dritten Abend, wenn ich von der Arbeit gekommen bin, selber produziert. Ich komme gar nicht aus dem Lebensmittelbereich, ich bin selber Architekt, habe das alles nebenbei gemacht, 6 Jahre lang, habe sozusagen auch noch gar keinen Karamellisierer gehabt, sondern das alles im Topf per Augenmaß gekocht und gerührt. Komischerweise haben mich dann die Kunden gefunden und ich nicht die Kunden, sondern die sind alle auf mich zugekommen, sodass ich gedacht habe, Mensch, irgendwie liegst du dann wohl doch nicht so verkehrt mit deinem Popcorn und mit dem Karamell, sodass ich einfach weitergemacht habe und habe dann das Popcorn mehr oder weniger in einer fremden Küche gemacht, bei einem Freund, der im Altersheim dort Chefkoch war. Da bin ich dann immer auf den Samstag Mittag durfte ich da rein, 4 Stunden, habe sozusagen mein Popcorn dort gebrutzelt und karamellisiert, bin dann wieder nach Hause, habe das alles umverpackt, Treppe rauf, Treppe runter, dann unten am Sonntag irgendwie das ganze Popcorn platziert, das wurde dann abgeholt und so ging das dann die ganze Zeit und das 6 Jahre lang. Und jetzt zeige ich euch, wie wir das produzieren. Eines unserer Kernstücke ist einmal hier diese Popcornmaschine. Theoretisch läuft sie 365 Tage, 24 Stunden. Man kippt oben den Mais rein, dann läuft sie sozusagen durch eine Reuse, es wird erhitzt. Wir machen unser Popcorn ja mit Heißluft. Bevor der Mais aufpoppt, wird der ausgesiebt. Also die Maissorten, die nicht richtig aufgegangen sind, fallen dann schon ins erste Sieb. Nachdem dann der Mais aus der Popcornmaschine rausgekommen ist, bearbeiten wir den ja noch zusätzlich, um die Schalen zu reduzieren. Und danach kippen wir den dann sozusagen in unser Sieb. Dort werden die großen Flocken aussortiert und die kleinen und das, was auch so am Popcorn noch dran ist, sieben wir sozusagen aus, fällt dann in einem extra Bottich und das kriegen dann die Biogasanlagen unter anderem. Und am Ende bleibt dann bei uns die große einzelne Flocke. Jetzt seht ihr im Hintergrund unseren Karamellisierer und unseren Tisch. Die beiden Maschinen sind auch ein wichtiger Teil, da wir hier unser Popcorn dann endbehandeln, sozusagen karamellisieren. Das haben wir früher mit der Hand noch alles gemacht, aber letzten Endes kann die Maschine das dann doch viel, viel feiner und auch gleichmäßiger. Der Tisch ist auch sehr wichtig. Dort wird unser Popcorn runtergekühlt und muss deshalb auch bewegt werden, ansonsten würde das kleben. So schmeckt Bremen. Hot, sweet and crunchy.